Wir sind Christopher und Andrea. Wir leben und reisen in unserem zum Camper umgebauten Polizei-LKW. Eigentlich sind wir auf dem Weg nach Georgien, aber getreu dem Motto, der Weg ist das Ziel, lassen wir uns etwas treiben. In diesem Teil sind wir in der Schweiz. Wir besuchen einige Sehenswürdigkeiten, bevor es den Grimselpass hinaufgeht. Wir hatten gerade so einen schönen Platz in den Pässen da oben, aber den mussten wir halt leider verlassen, weil wir heute halt wieder Internet brauchten. Das ist ein bisschen schade. Ja, und deshalb sind wir jetzt hier ins Dörfchen runtergefahren. Hier ist wieder Top-Internet. Giswil. Nach Giswil sind wir runtergefahren jetzt und hier ist wieder sehr gutes Internet. Das ist echt ein bisschen schade, weil der Platz war so schön, das fiel uns schwer, da runterzufahren. Auch die Aussicht auf den See. Ja, auch die Aussicht auf den See ist wirklich traumhaft. Und jetzt stehen wir halt im Örtchen. Gutes Internet. Der Platz ist jetzt halt ist ein kostenloser Wohnmobilstellplatz, einfach wo wir uns jetzt hingestellt haben. Das Schild ist ein bisschen verwirrend, aber ich denke mal, das ist irgendwie so gemeint, dass Wohnmobile hier wahrscheinlich stehen dürfen und normale PKWs, die kein Wohnmobil sind, dürfen hier stehen, wenn sie zu einer Beerdigung wollen. Ja. Ich glaube, so ist das Schild zu verstehen. Ich hoffe. Wir sind hier übrigens im Kanton Oberwalden und wir wandern hier gerade die Aue Laui. Musste ich gerade noch mal auf die Tafel gucken. Hier ist nämlich hier so ein kleines Camp zum Pausieren und sowas. Haben sie richtig hübsch gemacht. Außerdem ist ja an diesem Platz ein total cooler Fahrradparcours. Also das ist so alles im Wald aufgebaut. Da liegen dann Baumstämme, über die man drüber fahren soll, das Gleichgewicht halten soll und dann auch, man kann sogar Stufen hochfahren. Ja, das ist ziemlich cool. Aber jetzt fehlen uns noch die Mountainbikes. Ja, ich glaube auch. Aber wir gucken uns das trotzdem mal an. Ja, genau. Hier ist auch gerade nicht viel los. Hier ist komisch eigentlich. Also gut, ist in der Woche, ne? Genau. Das schauen wir uns mal an. Hier wäre an sich auch ein cooler Stellplatz. Also hier so im Flussbett an sich. Oder in diesem Auenbett. Aber ich glaube, es ist keine gute Idee, weil es soll nämlich heute Nacht regnen. Deswegen sollte man sich an solche Plätze halt nicht stellen. Deswegen werden wir wahrscheinlich lieber da in der Stadt stehen bleiben. Da stehen wir wenigstens sicher. Ja, wir fahren jetzt doch nochmal um. Ein paar Meter weiter weg haben wir jetzt auch nochmal einen schönen Platz gefunden, der ein klein bisschen ruhiger ist. Also es sind, glaube ich, wirklich nur 50 Meter. Und ich denke mal, da wird das Internet genauso gut sein wie an dem anderen Platz mitten an der Hauptstraße. Ja, witzigerweise, wir haben hier eben gerade nur angehalten, weil hier so viele Autos standen. Ja, es muss ja irgendwas Tolles sein. Also ist es auch. Es ist eine ziemlich coole Aussicht auf den See halt. Und hier ist halt alles zugeparkt, deswegen haben wir ihn auch mal angehalten. Und wenn man hier runter guckt, das sieht echt cool aus, diesen See nochmal so von oben zu sehen. Das ist echt schön. Aber es ist viel los hier. Ja, wie man hört. Ja, wir hätten hier jetzt gerne geparkt, um ins Sherlock Holmes Museum zu gehen. Wären sogar bereit gewesen, hier 5 Franken zu bezahlen.
Aber wir können das nicht, weil wir noch keine Münzen haben. Wir haben halt vom Automaten nur Geld und haben nur Scheine. Entweder müssen wir das jetzt tauschen gehen irgendwo, einer von uns, oder wir müssen uns noch einen kostenlosen Parkplatz suchen. Am liebsten wären wir ja das Zweite, wenn wir irgendwie noch einen kostenlosen Parkplatz finden. Weil keiner von uns Lust hatte, irgendwo nach Münzen zu fragen, haben wir uns die nächste Sehenswürdigkeit rausgesucht. Deshalb sind wir weiter zur Aare-Schlucht. Die Schlucht wurde bereits 1888 für Touristen erschlossen und über den fast 1,5 Kilometer langen Wanderweg hat man einen grandiosen Einblick in die 200 Meter tiefe Schlucht. Ich war erst ein bisschen skeptisch mit der Aare-Schlucht, aber Andrea wollte ja unbedingt rein. Ja, es sah schön aus auf den Bildern und das sah in Wirklichkeit war auch auch richtig schön aus. cool. Also hat sich gelohnt, da auch mal ein bisschen Eintritt zu bezahlen. Ist natürlich sehr touristisch, ist viel los, aber ist trotzdem schön. Ist der ganze Ort irgendwie sehr touristisch. Ja. Also sah so aus, auch als wir durchgefahren sind, viele Cafés und wenig Parkplätze. Und ja, Aber es ist halt viel zu sehen, ne? Aber alles auch recht teuer, muss man dann auch ausgeben wollen. Und alles auf einmal ist halt auch ein bisschen viel. ja, wir suchen uns jetzt wahrscheinlich einen neuen Platz irgendwo anders und gehen dann mal wieder ein bisschen wandern. Ja, als Klettersteig wäre das übrigens auch ziemlich cool gewesen, da durch die Schlucht durch. Das wäre schon ein Highlight gewesen. Aber so ist halt auch nett für Leute, die halt nicht klettern. Kann man halt schön auf diesen gemachten Stegen, kann man da entlang gehen, die Schlucht, wird ein bisschen was erzählt über die Schlucht, ist schon sehenswert. Wir sind gestern Abend dann ja noch den Pass hochgefahren, sind jetzt am Redrichsbodensee und wollten eigentlich gestern hier auch noch klettern gehen, aber dann zog halt schon Regen rein und ja, heute sieht es nicht besser aus. Die Vorhersage sieht auch nicht gut aus, aber wir warten jetzt mal noch mal ein bisschen ab. Vielleicht wird es noch mal ein bisschen trocken. Wir wollten uns die Kletterrouten schon mal angucken, aber das ist so eine Route auf der Platte. Das heißt, da braucht man ordentlich Grip und das wird jetzt nicht funktionieren. Also da muss halt wirklich trocken sein, aber ja, mal schauen. Aber jetzt sind wir gerade total in Nebel gehüllt. Das ist richtig unheimlich. Hier ist, oder in Wolken gehüllt, nicht in Nebel. Hier ist halt auch so ein Steinbruch unten drin. Da wird halt abgebaut. Auch die ganze Nacht. Da leuchtet das auch so richtig raus und sieht richtig unheimlich aus. Erinnert so ein bisschen an Mordor. Ja, wir sind immer noch am Redrichsbodensee und nutzen die Chance gleich mal, weil die Wolken sind gerade ein bisschen aufgerissen. Sind zwar nicht komplett weg, es ist auch immer noch alles nass, fängt ab und zu an mal zu regnen. Aber wir machen mal hier eine kleine Wanderung. Jetzt kann man wenigstens was sehen hier, endlich mal. Auch mal der Blick auf die Passstraße, die wir hochgekommen sind, ist frei. Ja, den Weg hier, den wir jetzt gerade gehen, den hatten wir letztes Mal eigentlich gesucht, den hatten wir aber nicht gefunden, weil das war halt alles in Wolken gehüllt. Und jetzt sieht man auch die Wand, an der wir eigentlich klettern wollten. Was halt heute wahrscheinlich auch nicht gehen wird, aber wir gucken uns das mal an. Und vor uns sind irgendwie welche aufgebrochen mit Seil. Da bin ich mal gespannt, ob die klettern gehen. So richtig vorstellen kann ich es mir nicht, weil die Steine sind saurutschig, weil das halt alles jetzt halt 2 Tage durchgeregnet hat. Sonne ist auch nicht richtig draußen, dass das trocknen kann. Aber wir schauen uns das mal ganz unvoreingenommen an.
Also, wenn du die unter dem Riss meinst, die 4, die fängt mit einer 4b an, das ist eine 4c. Also wir gucken gerade mal auf der Karte, wo halt diese Route verläuft. Also da sind jetzt welche zum Klettern, die wollen, glaube ich, diese Außenroute klettern. Die hier, ne? Die 3 oder so. Oder die 2? 2 oder 3, eine von den linken Routen, genau. Das ist die bewertet 4C, genau. Und wir wollten die hier klettern, die wir uns ausgesucht hatten, aber da läuft das Wasser halt noch richtig runter. Also ich bin mal gespannt, die Route, die klettern wir, das werden wir uns mal ein bisschen angucken, weil ich finde das eigentlich auch noch zu nass, aber gut. Also wenn die Route klettern, da ist auch zwischendurch nur eine 2b drin. Also wenn du nicht die ganze Route weil kletterst. das halt Platte ist, also die Wand ist halt nicht steil, die ist halt geneigt. Und dadurch hat sie natürlich nicht dementsprechend auch so kaum Griffe und Tritte. Und man muss viel so auf Reibung treten. Und das ist natürlich bei Nässe äußerst schwierig. Und ja. Können wir uns ja mal anschauen, wie die das machen. Genau, wir werden uns das mal anschauen. Also noch bin ich jetzt nicht begeistert. Ich würde jetzt nicht in die Wand gehen, glaube ich. Nee. Aber ansonsten sieht sie sehr interessant sieht aus. Cool also, aus. Auch mit den Verschneidungen und diesen ganzen... Erinnert mich so ein bisschen, wir hatten am Gardasee sind wir mal so eine Platte gegangen. Die war, ich glaube, 3-4 Mal so lang. Das war auch ganz cool. Also war wirklich so über 500 Meter, so geneigt. Und musste sich dann auch in den Rissen sichern. Und das da wo ich 200 Meter so horizontal gehen musste. Ja, so. Ja, genau. Wo man einmal so rübergehen musste. Das war ein bisschen merkwürdig, weil wir sind ganz lange ohne Sicherung gegangen. Statt zu klettern entscheiden wir uns dann doch für eine Wanderung um den Stausee. Ach, wie schön das hier ist. Ja, wir sind endlich wieder mal bei Sonnenschein unterwegs. Wir sind auf dem Weg zum Bechlesee und ich denke, wir gehen dann auch noch weiter zur Bächle-Talhütte. Und ja, ich glaube, das sind 2,5 Stunden angesetzt als Wanderweg eine Richtung. Ich war eben leider nicht schnell genug mit der Kamera, aber wir haben gerade schon immer so ein Fiepen gehört und das sind halt Murmeltiere. Und eben gerade ist halt da einfach so ein Murmeltier lang geflitzt. War ziemlich niedlich. Konnten wir es halt leider nicht filmen. Es ist relativ dunkel. Also wir hatten in Österreich auch schon mal Murmeltiere gesehen, die waren heller und ein Tick größer. Und das war recht dunkel von der Fellfarbe her und, und wesentlich kleiner. Aber hat sich wahrscheinlich so ein bisschen den Gegebenheiten hier angepasst. Wir machen hier am Bächlisee eine kleine Pause. Die Bächli-Hütte Bächli-Talhütte, genau. Können wir von hier aus sogar schon sehen. Einen kleinen Anstieg haben wir noch vor uns, aber das schaffen wir auch noch. Aber es ist eine tolle Aussicht hier mit diesem Bergpanorama. Ja, ist echt schönes Panorama. Ich glaube, oben von der Hütte ist auch nochmal richtig cool. Da kann man diesen See, so voll ist der halt gerade nicht vom Wasser, ist halt nur so ein kleiner Bachlauf in der Mitte, aber heißt ja auch Bächli-See. Bächli. Ja, da werden wir mal weiter wandern. Ne? Die restlichen, ja, wie viele Höhenmeter sind das noch? Ein paar. Ja. Die Bächli-Talhütte steht auf 2328 Meter Höhe im Grimselgebiet. Die Hütte ist ein idealer Startpunkt oder Zwischenstation für hochalpine Touren und außerdem ein guter Ausgangspunkt für Klettertouren. Gerne wären wir hier auch eine längere Tour gegangen, aber aufgrund des schlechten Wetters der letzten Tage sind wir jetzt schon fast eine Woche hier. Und eigentlich sind wir auf dem Weg nach Georgien und müssen mal langsam etwas vorankommen.